So, hey Leute, ich mache das Video aus einem gegebenen Anlass. Ähm, Wir leben gerade in ein bisschen chaotischen Zeiten und es kann sein, dass ein paar von euch daran zweifeln, ob die Entscheidungen, die sie treffen, so richtig sind und ob man vielleicht was besser machen hätte können, also hätte besser machen können. Ähm, und eine Freundin hat mich gefragt oder uns gefragt, also mich und den Luca, ähm, was wir dazu sagen, zu Abstand halten von gewissen Leuten, wenn man merkt, dass sie einem nicht gut tun. Und ich habe der Freundin geantwortet, was ich in meinem Leben erfahren habe, und das möchte ich euch einfach mal weitergeben. Und zwar habe ich gesagt, das ist okay, weil laut meiner Erfahrung ist es so, dass zum Beispiel die Familie ganz viel triggert an emotionalen Schmerz und man einfach vielleicht manchmal gar nicht klarkommt mit denen, obwohl man die trotzdem lieb hat. Aber man merkt, die tun einem einfach nicht gut oder man redet vielleicht einfach gegen eine Wand oder irgendwie sowas, dass man einfach miteinander nicht klarkommt. Und da darf man sogar, da muss man sogar auf Abstand gehen. Und ich habe halt gemerkt, dadurch, dass man das tut, stößt man den anderen sozusagen vor den Kopf, auch ob man das will oder nicht. Also man tut sich selbst was Gutes und in dem anderen starten Prozesse, weil er sich auf einmal abgelehnt fühlt. Das kann dann auch sein, dass man dann gehasst wird oder ja, irgendwie schlechte Emotionen geschickt kriegt, weil das fühlt man auch auf die Distanz, auch wenn man negativ über einen denkt oder redet, das fühlt der andere auf jeden Fall. Und deswegen fühlt sich das manchmal auch so scheiße an, weil man halt einfach in diesem Clinch ist, also in diesem Kampf. Wer hat denn jetzt recht und wer hat den Fehler gemacht und man versucht die Schuld und die Verantwortung auf den anderen abzuschieben. Und ich habe der Freundin einfach nur gesagt, guck mal, laut meiner Erfahrung ist es so, also ich habe mich von ganz vielen Freunden trennen müssen, auch von meiner Familie, weil ich einfach eine Vision im Kopf hatte, die ich jetzt gerade dabei bin umzusetzen mit dem Luca und ein paar anderen Leuten. Und ich habe den Leuten in meinem Umfeld immer wieder gesagt, was ich vorhabe. Und ich wusste aber, ich mache das, weil ich das nicht alleine schaffe und ich brauche Hilfe. Aber jeder, der mich angehört hat, hat gesagt, ich bin hängen geblieben oder ich bin verrückt und so. Und ich wusste aber, das ist nicht so. Und ich musste mich einfach von diesen Leuten trennen, weil die mich immer wieder runtergezogen haben und immer wieder versucht haben, mir ihren Glauben und ihre Glaubenssätze aufzustülpen sozusagen und was geht und was nicht geht. Und ich habe einfach gemerkt, diese Leute denken einfach nur an sich und denken nicht weiter sozusagen. Also zum Beispiel waren viele dabei, wo dann gesagt haben, ja, ich will nach Hawaii oder nach Andalusien und ich so, ja, und dann? Wie geht's dann weiter und wem hilfst du damit? Und ich habe halt die ganze Zeit in meinem Kopf einen Plan gehabt, den ich aber nicht umsetzen konnte. Ja, und, ja, ich schweife auf jeden Fall viel zu viel vom Thema gerade ab. Es ist gut, sich von manchen Leuten zu trennen, weil das Universum bringt dir meistens dann einfach andere Menschen in dein Feld, die dieselben Themen haben, aber vielleicht anders damit umgehen. Und da kann man einfach lernen, damit umzugehen oder gelassener darauf zu reagieren oder den Schmerz dann wirklich zuzulassen, weil ich kenne das halt selbst, von Freunden oder Familie wird man manchmal einfach nicht verstanden und für seine Gefühle abgelehnt, obwohl man eigentlich sein Innerstes preisgibt. Und das verletzt einen dann, wenn man da einfach keinen Raum hat, in dem man sich sicher und wohl fühlt, wo man dann aufbrechen kann, wo die Gefühle fließen können. Und deswegen kommen dann einfach manchmal Leute in dein Leben, wo einfach ein bisschen an sich gearbeitet haben und das einfacher ist, aufzulösen. Und ich habe das gemerkt, bei mir war das immer wieder so. Ich bin dann, wie gesagt, zu Freunden oder Familie hin, habe gemerkt, okay, da hat sich was verändert, es ist besser geworden, aber
ich muss nochmal weg, weil ich halte das nicht aus auf Dauer, weil es ist auch nicht meine Aufgabe, weil ich habe ja auch mein eigenes Leben und darf ja auch frei sein und jeder sollte sich um sich selbst kümmern. Aber das ist ja halt auch oft gar nicht so. Und auf jeden Fall bin ich dann immer wieder hin und her und habe wieder neue Leute getroffen, die mir wieder geholfen haben, ein Stück zu verstehen, ein Stück loszulassen, ein paar Erkenntnisse zu bekommen. Und ich merke halt, mit jedem Mal wird es besser und besser und ich werde toleranter und respektvoller und achtsamer. Und dadurch verändert sich auch mein Umfeld. Meine Familie reagiert auch anders auf mich, weil sie halt einfach merken, dass ich auf manche Dinge gar nicht mehr anspringe und ganz anders reagiere als früher. Und da sieht man dann halt schon seine Fortschritte, die man gemacht hat. Und ja, als ich das der Freundin erzählt habe, dass ich so halt die Erfahrung gemacht habe, da hat sie gesagt, okay, dann gehe ich die Probleme direkt an, weil anscheinend kann man nicht davor weglaufen, weil man kann auch nicht davor weglaufen, weil wir haben ja eine Aura um uns herum. Und wenn wir aber gewisse Themen haben, dann schwirren diese Energien in unserer Aura rum und ziehen Menschen an, die genau so reagieren, wie zum Beispiel unseren Vater, den wir nicht mögen, oder unsere Mutter, gegen die wir was haben, oder unseren Ex-Freund. Und da kommen halt immer wieder dieselben Rollen sozusagen, aber nur als andere Charaktere. Und vielleicht ein bisschen abgeschwächt oder ein bisschen verändert von dem Thema. Aber im Prinzip ist es immer das Gleiche, bis man das Problem gelöst hat. Und dann verändert sich was in einem, weil man diese Emotionen verarbeitet und man wird leichter, man wird freier, man merkt, okay, da verändert sich was. Wird mir egal, so mehr oder weniger, was die anderen dann zu mir sagen oder wie sie reagieren. Und da geht's hin. Da sollen wir hingehen, einfach, weil das ist in die Freiheit, in die Leichtigkeit. Weil unsere ganzen Emotionen, die stecken in unserem Körper fest und wir trauen uns nicht, die zu leben und die halten uns fest, die halten uns zurück und lassen uns unsere Träume nicht verwirklichen und unsere Ziele erreichen. Ähm, ja, und deswegen passieren manchen Leuten auch solche Sachen wie, die kommen einfach mit ihrem Umfeld gar nicht klar, gehen dann in Urlaub, wollen flüchten oder ziehen in ein anderes Land und da passiert genau die gleiche Situation wieder. Und die fragen sich dann, warum? Ja, klar, weil du es ausstrahlst, einfach weil du anscheinend irgendwas nicht verstehst, wo du halt dich verbessern sollst. Und deswegen kommen immer wieder Menschen in dein Feld, die dir das zeigen, die dir das spiegeln. Weil das, was wir im anderen erkennen, das haben wir in uns. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden blöd finde und sage, hey, du bist blöd, weil du jetzt das und das machst, dann bin ich eigentlich selbst blöd und mag mich selbst nicht, weil ich genau dasselbe mache bei manchen. Und das sollten wir eigentlich lernen, dass wir, sobald wir was sagen wollen, eigentlich gleich für uns behalten und gleich mal an unsere eigene Nase packen, sondern so, okay, wo ist das Problem bei mir? Weil ich hatte jetzt auch das Problem mit einer Bekannten, ähm, die ist mir sehr ans Herz gewachsen und ich habe irgendwann gemerkt, dass sie für mich, für meine Ansichten einfach respektlos über mein Umfeld redet, auch wenn es aus Spaß war oder nicht so gemeint, aber ich merke halt einfach, okay, da kommt was aus dem Unterbewusstsein, weil warum sagt man das genau in der Situation? Und es hat mich einfach verletzt und ich habe dann auch kommuniziert, hey, das verletzt mich, wenn du das sagst. Und dann kam ein Angriff zurück, also dann wurde das als Angriff wahrgenommen sozusagen und ich sollte aufpassen, wie ich was sage. Und dann denke ich mir, ja, aber siehst du den Spiegel nicht? Weil du hast ja gerade was gesagt, was mich verletzt hat und ich habe ja nur gesagt, das verletzt mich. Das heißt ja nicht, dass ich die Person ja nicht mehr mag oder so, aber es ist im Prinzip, ich öffne mein Innerstes und das wird als Angriff wahrgenommen. Und dann denke ich mir, okay, dann kann man mit diesem Menschen gerade nicht kommunizieren. Es geht halt gerade nicht, weil die Erfahrung fehlt, um Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das halt so ist jetzt gerade. Und ich habe halt alles Mögliche versucht, mit diesem Mensch zu kommunizieren und habe gemerkt, ich rede einfach gegen eine Wand. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss die Person jetzt einfach wegschieben, weil es tut mir weh gerade und das bringt mich komplett aus der Balance und verunsichert mich. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann ich mir jetzt nicht leisten. Und so weh mir das auch tut, also es tut auch dann wirklich jedes Mal weh und das muss man dann einfach machen. Und dadurch machen die anderen dann Prozesse oder halt auch nicht. Also es gibt halt beide Fälle, aber
Wenn jemand halt wirklich so viel Widerstände hat und es einfach gar nicht verstehen will, dann spart euch die Energie und geht euren Weg weiter. Dann werden die anderen halt vielleicht ihre Erfahrungen machen und irgendwann vielleicht zurückkommen oder auch nicht. Aber das ist die einzige Chance, die euch bleibt. Einfach sagen, hey, das tut mir nicht gut, dein Verhalten, wenn du das nicht verstehen willst, nicht einsehen willst und auch nicht mal fragst, wie man es besser machen kann, sondern gleich auf Angriff und auf Abstand und gleich wegschieben, dann da hat man da schlechte Chancen einfach. Und ja, das wollte ich euch einfach nur mal mitgeben, weil ich sehe ganz viele Leute, die jeden Tag versuchen, von ihren Problemen wegzurennen, vor ihren Emotionen, lenken sich ab mit irgendwelchen Dingen. Mache ich auch, ja, machen wir alle, aber wir sollten uns einfach gegenseitig lernen, da zu unterstützen. Und genau das ist auch meine Intention dahinter, so dass wir jetzt in dieser kritischen Zeit einfach eine Gemeinschaft gründen oder eine Gemeinschaft sind. Wir leben ja in der Gemeinschaft, nur müssen wir wieder zusammenwachsen und lernen, miteinander zu kommunizieren und uns gegenseitig auch zu stützen, auch wenn wir nichts davon haben, sondern einfach nur, weil wir die Person gerne gesund sehen würden, so, auch wenn wir die gar nicht kennen. Aber wenn ich halt draußen rumlaufe, es tut mir weh, wenn ich Leute sehe, die sich mit Schmerzen irgendwie rumtragen und sagen, nee, es geht noch, ich möchte keine Hilfe und so. Und dann denke ich mir, ja, okay, dann muss ich das halt akzeptieren, aber schön sieht es halt nicht aus und es tut auch bestimmt deinem Umfeld weh, den Leuten, die dich halt angucken. Und ja, es gibt auf jeden Fall viel zu lernen, das seht ihr ja. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch irgendwie weitergeholfen hat, äh, dann speichert es, liked es, teilt es von mir aus auch mit Freunden, die vielleicht genau dieses Video sehen sollten. Und es werden auf jeden Fall mehr kommen. Wir werden jetzt Fragen beantworten. Also wenn ihr auch irgendwelche Fragen, Schwierigkeiten im Leben habt, mit denen ihr gerade nicht klarkommt, wo ihr nicht wisst, wie ihr da durchkommen sollt, schreibt uns und wir werden Videos darüber machen und ja, einfach den Leuten mitteilen, weil ich denke, wir haben alle so ziemlich die gleichen Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben, Tag für Tag. Und wenn wir da einfach Leute haben, mit denen wir connecten können, die auf einer Wellenlänge sind, dann funktioniert das auch wunderbar. Genau. Und genau aus diesem Grund haben der Luca und ich und unser ganzes Team und wunderschöne Leute um uns herum auch noch das Flower Up Your Life Netzwerk gegründet. Das ist jetzt auch online gegangen, das könnt ihr euch gerne angucken. Und wir planen Projekte zu unterstützen und auch zu starten und auch einiges mehr, also viele Workshops, Seminare und schaut es euch einfach mal an. Natürlich wird das alles noch verbessert und vergrößert mit der Zeit, aber es geht los. Also für uns so. Wir fangen jetzt an, einfach unsere Community zu gründen und wer da mitmachen will, ist herzlich eingeladen. Macht's gut.